Especially, we need the encouragement nowadays. Es scheint so, dass einige unterwegs sind. And it has we have the impression that a lot of people are on the move right now or on holidays, Aber away for gut, the dass weekend. ihr heute da seid, But we're glad that you are here weil wir haben heute einen speziellen Gast. because we have a special guest today. David Byle wird uns das Wort bringen. David Byle will bring us the word. Er war Missionar in Turkmenistan und in der Türkei für lange Zeit, He was a long-time missionary in Turkey and Turkmenistan, wurde aber dann jeweils immer des Landes verwiesen aufgrund seines Zeugnisses des Evangeliums. but then because of his witness for the gospel, he was cast out of the country every time. Und seine Familie ist auch noch in der Türkei, die kommt erst im Sommer nach. And his family still is in Turkey, and they will come after him in the summer. Und wir haben die Ehre, ihn heute hören zu dürfen, zu teilen, aber auch Gottes Wort zu bringen. Und so begrüßen wir mit einem herzlichen Applaus David Byle. So please welcome David Byle. Ja, und ich habe gemerkt, dass ich auch mein Deutsch verbessern muss, wenn wir in Deutschland wohnen werden. So I realized that I have to basically learn more German when we'll live in Germany. Ja, und ich werde gern mit allem von euch danach auf Deutsch reden, aber auf Deutsch zu predigen ist noch zu früh für mich, deshalb rede ich lieber auf Englisch. And afterwards, I'm very open to speak to all of you in German, but preaching in German is a little too much for me. Yet a little bit too much for me, so I will preach in English. This guy's really good, isn't he? He's a good translator. So I bring you greetings from the church in Turkey and from my family. Also sehr viele Grüße von der Gemeinde in der Türkei und von meiner Familie. I was particularly encouraged this morning when I saw your announcements. Und ich war sehr ermutigt dadurch, als ich heute Morgen eure Ankündigung gesehen habe. I've been about 3 months now here in Germany, away from my family. Ich bin seit 3 Monaten hier in Deutschland weg von meiner Familie. I'm getting overwhelmed with all this new things, what life is like in Germany and the church here. Und ich bin ziemlich überfordert davon oder ich werde überwältigt davon, von den ganzen neuen Dingen hier in Deutschland und von den ganzen neuen Dingen in der Gemeinde. And I've asked a lot of people in the churches what they do for men's ministry. Und ich habe sehr viele Leute in den Gemeinden gefragt, was sie denn für eine Männerarbeit machen. And they're like, oh yeah, we have a Männerfesper once a year. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben so eine Männerfestbar oder ein Männerfrühstück einmal im Jahr. And I'm like, once a year? Why only once a year? Und dann habe ich mich gefragt, einmal im Jahr, warum denn nur einmal im Jahr? I have been part of men's prayer groups that meet every week or every other week for almost my whole Christian life. Mein gesamtes christliches Leben bin ich schon Teil von Männergebetskreisen, die sich mindestens einmal die Woche treffen. And I think it's one of the reasons I'm even here today, because that was a place where I could talk about my weaknesses and confess my sins. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum ich heute hier so stehe, denn das war ein Ort für mich, wo ich meine Schwächen teilen kann und wo ich meine Sünden bekennen kann. And your church, I think, is the first church I've been in where they actually announced something for men. And that's great. Ich glaube, eure Gemeinde ist die erste Gemeinde, die ich hier treffe, wo sie wirklich was für Männer ankündigen. Das ist großartig. And I'm hoping that that event in May is not just going to be a once a year thing. I think they're going to try and get men to actually start meeting together afterwards. Yeah, I knew it. Und ich glaube, dieses Event im Mai ist nicht nur ein Einmal-Event, einmal im Jahr, sondern ich glaube, sie versuchen auch danach, Männer zu ermutigen, sich öfter zu treffen. Yeah. I just want to introduce some people here too. I'm very thankful to Joshua and the others who invited me here, obviously. Und ich möchte noch ein paar Leute vorstellen. Ich bin natürlich Joshua sehr dankbar, dass sie mich eingeladen haben. I work with a mission agency called Operation Mobilization, and a co-worker of mine, Achim, is here, and he'd be glad to talk to you more afterwards if you're interested about what I tell you about. Und ich arbeite mit der OM zusammen und ein Mitarbeiter von mir, der Achim, der ist hier. Und wenn ihr noch mehr Informationen nachher haben wollt, dann redet bitte mit Achim und unterhaltet euch mit ihm. And there's another wild and Jesus fanatic in our midst named Florian. You got to watch out for this guy. Und es gibt noch einen Jesus-Fanatiker hier in unserer Mitte, das ist Florian. Auf den müsst ihr aufpassen. He's hosted me this weekend, and he is trying to reach the Turks in your city, which is great. Er hat mir dieses Wochenende Obdach gegeben und er versucht, die Türken hier in der Stadt zu erreichen. Das ist großartig. And they even have a meeting tonight at 6 o'clock. So if you have Turkish friends, you're most welcome to invite them.
Und sie haben heute Abend auch ein Treffen um 6 Uhr bei der Emo. Und wenn ihr türkische Freunde habt, seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen, die dahin einzuladen. I wasn't planning on being here, as they said. Today I would much rather be back in Turkey. Und ich hatte eigentlich nicht geplant, heute hier zu sein. Ich wäre viel lieber zurück in der Türkei. Back in October, you'll remember Andrew Brunson had been in jail for 2 years in Turkey and he was released. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, zurück im Oktober war Andrew Brunson seit 2 Jahren im Gefängnis und Ende Oktober wurde er freigelassen. And the very next day, I was going to the capital of Turkey to speak at a youth group event there, and the police arrested me. Und am nächsten Tag bin ich in die Hauptstadt von der Türkei gefahren, um da auf einem Jugendevent zu sprechen. Und da wurde ich von der Polizei festgenommen. Now, I've been arrested by police many times in the past for doing evangelism, but this time I wasn't doing any evangelism. I was just getting my train ticket. Und ich wurde in der Vergangenheit schon öfter festgenommen dafür, dass ich evangelisiert habe. Aber diesmal war es so, dass ich noch nicht mal evangelisiert habe. Ich war noch nicht mal dabei, sondern ich habe einfach nur mein Zugticket geholt. And they kept me in this really nice, safe place in the city. Und sie haben mich in diesem wunderschönen, sehr sicheren Ort in der Stadt festgehalten. It was the main police station. There was tanks and policemen with machine guns everywhere. Und es war die Hauptpolizeistation. Es waren Panzer und Leute mit Maschinengewehren überall. And they brought in 7 different policemen and they asked me a couple hundred questions for about 5 hours. Und ungefähr über 5 Stunden lang haben sie 7 verschiedene Polizeileute reingebracht und sie haben mich ein paar hundert Fragen gefragt. And they wrote down all my answers. Und sie haben alle meine Antworten aufgeschrieben. They didn't care about the Datenschutz law you have here. Und sie haben sich nicht um die Datenschutzerklärung oder sonstige Sachen gekümmert. But I thought, if ever I want to write the story of my life, I should just ask those police to give me their notes and it saved me a lot of work. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jemals meine Lebensgeschichte aufschreiben sollte, muss ich einfach die Polizisten fragen und dann habe ich mir sehr viel Arbeit gespart. Because they got to find some information about me. What's this guy doing? Und dann haben sie sich so verhalten, ja, wir müssen irgendwelche komischen Informationen über den finden. Was macht der hier überhaupt? And I felt like, I've lived in your country here for 19 years. You should have learned by now. I am just a Jesus fanatic. I'm not a CIA agent. Und dann habe ich gesagt, ich lebe seit 19 Jahren in eurem Land. Ihr solltet das bis jetzt irgendwann gelernt haben. Ich bin nur ein Jesus-Fanatiker. Ich bin kein CIA-Agent. Anyways, they told me I need to leave the country. Aber sie haben mir trotzdem gesagt, ich muss das Land verlassen. They promised me that I'd be allowed back in. Und sie haben mir versprochen, dass ich wieder hineingelassen werden würde. And back in November, when I flew from Stuttgart to Istanbul, I was not allowed back in. Und dann im November, als ich von Stuttgart zurück nach Istanbul geflogen bin, wurde ich nicht wieder zurück hereingelassen. So I was sent back to Stuttgart. Ich wurde nach Stuttgart zurückgeschickt. The police in Stuttgart were very curious because the attendants on the plane, they delivered me to the policeman. Und dann waren die Polizisten in Stuttgart natürlich auch sehr gespannt darüber, weswegen ich wieder zurückkomme, weil die Flugbegleiter haben mich persönlich der Polizei übergeben. So the police took me into their office and asked me all these questions. Why did you get sent back from Turkey? Und dann hat die Polizei mich hier in ihr Büro gebeten und hat mir dann die ganzen Fragen gestellt. Warum wurdest du aus der Türkei zurückgeschickt? Now, I know in Germany the Beamters have to be very official. Und ich weiß, dass in Deutschland die Beamten alles sehr offiziell und starr machen müssen. But I think those policemen at the Stuttgart airport were believers. Aber ich glaube, diese Polizisten an dem Flughafen in Stuttgart waren Gläubige. Ich weiß es nicht sicher, aber ich kann mir das gut vorstellen. Because when they heard that I had been kicked out for all my Christian activity, they're like, oh yeah, you can stay here in Germany, no problem. Yeah, we'll let you stay here. Weil als sie dann gehört haben, ich wurde rausgeworfen wegen meiner ganzen christlichen Aktivitäten da haben sie sofort gesagt, ja, kein Ding, du kannst auf jeden Fall bei uns hier in Deutschland bleiben. Yeah. Well, I still don't have my residence permit. That's another issue. Ich habe noch nicht meine Aufenthaltsgenehmigung hier in Deutschland, aber das ist eine andere Sache. Anyways, I've lived in the Muslim world for 25 years. Aber ich bin seit 25 Jahren in der muslimischen Welt unterwegs und lebe da. And it looks like that time is coming to an end. Und es sieht so aus, als würde diese Zeit jetzt zum Ende kommen. And we've shed a lot of tears in these last few months over this. Und über die ganze Sache haben wir in den letzten Monaten sehr viele Tränen vergossen. But if I could summarize what we've seen, it's that God is alive and at work in the Muslim world. Und wenn ich das zusammenfassen könnte, was wir gesehen haben alles, dann würde ich sagen, Gott ist lebendig und er ist am Arbeiten in der muslimischen Welt.
And the things that are written in this book are most definitely true. Und die Dinge, die in diesem Buch niedergeschrieben sind, die sind auf jeden Fall wahr. And I come to the West and I meet all these people who have all these deep doubts about God and things like that. Und dann komme ich wieder zurück in den Westen und dann treffe ich die ganzen Leute, die diese tiefen Zweifel darüber haben, wer Gott überhaupt ist und die ganze Sache. And I try to understand them. Und dann versuche ich sie zu verstehen. But it's very hard for me to doubt these things because I've seen them, I've experienced them in my life so many times. Aber für mich ist es so schwer, diese Dinge überhaupt zu verstehen, warum man die anzweifelt, weil ich habe gesehen, ich habe sie erfahren in meinem Leben, wie diese Dinge am Wirken sind. These aren't just principles we should try to live out, but maybe aren't sure they're true. Das sind nicht nur Prinzipien, die wir ausleben sollten, von denen wir uns nicht ganz sicher sind, ob sie wahr sind. This is reality. This is the way the world is. Sondern das ist die Realität, das ist das, wie die Welt sich dreht. Just a few weeks ago, I got a letter from a pastor in Turkey. Vor ein paar Wochen habe ich einen Brief von einem Pastor in der Türkei bekommen. He's from a little church near Knightis. You probably don't know where Knightis is. Er ist aus einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Knightis. Yeah. Kanadias. Ihr wisst höchstwahrscheinlich nicht, wo das liegt. If you read Acts 27, you'll see it. It's Paul went through there on his way to Rome. Aber wenn ihr Apostelgeschichte 27 lest, dann seht ihr, dass Paulus da durchgezogen ist auf seinem Weg nach Rom. 9 months ago, I and a group of other evangelists went to that town. Vor 9 Monaten sind ich und eine Gruppe von anderen Evangelisten in diese Stadt gegangen, Because the church there was about to close down. weil die Kirche oder die Gemeinde in diesem Ort kurz davor war zu schließen. They had a lot of problems. They had only about 5 people left. Sie hatten sehr viele Probleme und sie hatten nur noch 5 Leute übrig, die in die Gemeinde gegangen sind. And we said, no, let us come down there and help you. Und dann haben wir gesagt, nee, wartet mal, wir kommen vorbei und helfen euch. And when we got down there, we realized that most of the people in that area didn't even know that a church existed there. Und als wir dann in diesem Gebiet waren, haben wir herausgefunden, dass die meisten Leute, die in diesem Gebiet gewohnt haben, noch nicht mal wussten, dass es da eine Kirche gab. We fixed that problem. Und das Problem haben wir gelöst. In about a week's time, we talked with hundreds of people. We gave out invitations to the church to tons and tons of people. Und in einem Zeitraum von ungefähr einer Woche haben wir mit hunderten Leuten geredet und wir haben hunderte von Einladungen in die Kirche verteilt an Leute. And that pastor just sent me a message a couple weeks ago to thank me for coming. Und vor ein paar Wochen hat dieser Pastor mir eine Nachricht geschickt und hat mir gedankt, dass ich vorbeigekommen bin. And he sent me a picture of their church's Christmas event this year that was full of 100 people. Und er hat mir ein Bild von ihrer Weihnachtsfeier dieses Jahr oder letztes Jahr geschickt und das war eine volle Kirche von 100 Leuten da. And I don't think that church is going to die anytime soon. Und ich glaube nicht, dass diese Kirche jetzt in der nächsten Zeit aussterben wird. I'm trying hard to understand the Muslims living here in Europe. Ich versuche sehr stark, die Muslime, die hier in Europa leben, zu verstehen. The Turks especially seem to be very closed and hard to reach here. Und die Türken ganz besonders, die sind sehr verschlossen und schwer zu erreichen. And there are some people like that in Turkey also. Und in der Türkei gibt es auch so ein paar Leute da. But there are plenty of people who are fed up with the dominant religion and they are looking for answers. Aber dort gibt es auch sehr viele Leute, die mit der vorherrschenden Religion unzufrieden sind, die die Nase voll davon haben und die nach anderen Sachen suchen. And for the last 18 years I've been working with a ministry called the Bible Correspondence Course based in Istanbul. Und für die vergangenen 18 Jahre habe ich mit einer Organisation zusammengearbeitet, die Bible Correspondence Course heißt und die ist in Istanbul. And we have been, just in the last few weeks even, we've been sending out hundreds and hundreds of New Testaments to people who are requesting New Testaments all over Turkey. Und in den letzten Wochen haben wir hunderte von Neuen Testamenten versandt an Leute, die uns angeschrieben haben und nach Neuen Testamenten verlangt haben. We usually send out about 200 every week, but just last month I heard that in 1 week alone they sent out over 1,000. They got 1,000 requests. Normalerweise versenden wir davon so 200 die Woche, aber ich habe jetzt gehört, dass allein letzte Woche haben sie 1.000 Anfragen bekommen und 1.000 Neuen Testamente rausgeschickt. So don't think that the Turks aren't interested in the gospel. Also denkt nicht daran, dass die Türken an dem Evangelium nicht interessiert werden. Before I get started though, I just want to share a couple thanks with you. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich euch noch ein paar Danksagungen weitergeben.
I've been in missions, like I said, for 25 years, and I've worked with a lot of different missionaries from many different countries. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin seit 25 Jahren auf dem Missionsfeld unterwegs und ich habe mit sehr vielen verschiedenen Missionaren aus den unterschiedlichsten Ländern zusammengearbeitet. And I love the variety and all the different ways we complement each other and work together. Und mir gefällt einfach die Unterschiedlichkeit, wie wir einander ergänzen, wie unterschiedlich die Leute sind. But of course, there's been a few in missions where I'm like, how did their church ever send this person here? Und They're not helping very much. Natürlich gibt es dann auch ein paar Leute, die schaut man sich dann an und denkt, wie in der Welt hat irgendeine Gemeinde den nur ausgesandt, hierher zu kommen. Yeah. But I also want to say that I've worked with quite a few German missionaries over the years too. Und ich wollte auch sagen, dass ich mit ein paar deutschen Missionaren über die Jahre schon zusammengearbeitet habe. And I'm afraid to say this because I don't want you to get proud. Ich will das eigentlich nicht sagen oder ich habe Angst davor, das zu sagen, weil ich nicht will, dass ihr stolz werdet. Aber But the truth is, the missionaries that have been sent from the churches in Germany have tended to be really good. die Missionare, die von den Gemeinden in Deutschland ausgesandt werden, die haben den Hang dazu, sehr, sehr gut zu sein. In fact, there's a chocolate company in Germany that really describes these missionaries well. Und in Deutschland gibt es diese Schokoladenfirma, die die Missionare sehr gut beschreibt. Quadratisch praktisch gut. Quadratisch praktisch gut. And they are. My wife is one of them. She's great. Und ja, die sind auch so und meine Frau ist eine davon und sie ist auch großartig. I think the Turkish government throughout the years, they've arrested me many times, and I think they're thinking that they're going to try and all these things are going to discourage my wife and make her want to give up because of all these problems. Und über die Jahre verteilt hat die türkische Regierung mich mehrfach festgenommen und ich glaube, sie versuchen meine Frau deswegen zu entmutigen wegen den ganzen Dingen, die passieren. They don't know my wife. Aber sie kennen meine Frau da schlecht. She is a real stubborn Schwäbisch farmer's daughter. Und sie ist eine sehr sture schwäbische Bauernfrau. I just want to say too that we need more men though too. Aber ich möchte euch auch sagen, dass wir mehr Männer brauchen. Yeah, we're very glad for all the women who've answered God's call, but we don't have enough men. Ich bin sehr dankbar für die ganzen Frauen, die Gottes Ruf gefolgt sind, aber wir haben nicht genug Männer. How many of you have heard from Karl Gottlieb Wander? Wie viele von euch haben schon mal von Karl Gottlieb Wander gehört? Oh, this is sad. Das ist traurig. He is considered by many one of the greatest missionaries that's ever gone to the Muslim world. Er wird von vielen so betrachtet, als dass er der größte Missionar war, der jemals in die muslimische Welt ausgezogen ist. He grew up in Weiblingen, just outside of Stuttgart, 200 years ago. Er ist vor 200 Jahren in Weiblingen, gerade vor den Türen Stuttgarts geboren. He could speak 7 languages fluently. Er konnte 7 Sprachen fließend sprechen. He spoke and debated openly with Muslims from India to Iran to Turkey, the Ottoman Empire. Er hat in dem gesamten Ottomanischen Reich offen mit Muslimen diskutiert, von der Türkei bis in Iran und bis nach Indien hin. And you've got your good biographies here about Martin Luther and Dietrich Bonhoeffer, but someone needs to write a good biography about him too. Und es gibt sehr viele gute Biografien über Dietrich Bonhoeffer oder Martin Luther, aber es muss mal jemanden geben, der eine gute Biografie über ihn schreibt. I can't help but share a little first impressions about life in Germany. Ich möchte noch ein paar erste Eindrücke über das Leben hier in Deutschland mit euch teilen. Sitting with my father and mother-in-law, they like to watch the Tagesschau in the evenings. Und abends, während ich mit meinem Schwiegervater und meiner Schwiegermutter da sitze, lieben sie es, die Tagesschau zu schauen. And I had no idea that people were so worried about Datenschutz. Und ich hatte keine Ahnung, dass die Leute sich so über den Datenschutz Gedanken machen. Whoa, you can't even take a picture of someone without getting permission from them here. Und die können noch nicht mal ein Bild machen von jemandem ohne ihre Einverständniserklärung. But you know the thought I had? Aber wisst ihr, was ich mir dann auch gedacht habe? God has a Geld- und Zeitschutzgesetz. Gott hat ein Geld- und Zeitschutzgesetz. Because your money and your time don't belong to you. Weil euer Geld und eure Zeit euch nicht gehören. And I think many of us, we have no conscience problems about just spending our time however we want.
Und ich glaube, viele von uns haben keine Gewissensbisse damit, dass wir unsere Zeit verschwenden, wie immer wir sie wollen. But it's not your time. Aber- You don't own it. Aber es ist nicht eure Zeit, ihr besitzt die nicht, die gehört nicht euch. God owns your time and your money. Gott besitzt eure Zeit und euer Geld. How many of you ask God for permission how to use your free time and your money? Wie viele von euch bitten Gott um Erlaubnis darum, wie ihr eure Freizeit und euer Geld verwendet? If you did that, I tell you, you would be a lot happier and the world would be a lot better place. Und wenn ihr das so durchziehen würdet, dann kann ich euch versprechen, dass ihr sehr viel glücklicher sein würdet und die Welt insgesamt besser wäre. The other thing I hear a lot about on the Tagesschau and with other people is Umwelt- und Klimaänderungen. Und das andere, worüber ich sehr viel in der Tagesschau höre, ist Umweltschutz und Klimaerwärmung. And I tell you, Germany is probably one of the cleanest countries in the world. Und ich sage euch, Deutschland ist höchstwahrscheinlich eines der saubersten Länder in der Welt. And I know Germans like quality, so they want even more cleaner, even more cleaner. Und ich weiß, dass Deutsche auf Qualität stehen und deswegen wollen sie noch sauberer und noch sauberer werden. But when I hear all this stuff about the Umwelt, I think, but what about our inner Welt? Aber wenn ich die ganzen Sache über die Umwelt höre, denke ich mir, aber was ist denn mit unserer Innenwelt? How clean is the air in your inner Welt? Wie sauber ist wirklich oder wie rein ist die Luft in eurer Innenwelt? My perception is that there's a lot of ugly selfishness in our inner worlds. Und mein Eindruck ist, dass es sehr viele hässliche, dreckige Selbstsucht in unserer Innenwelt gibt. And it stinks and it's gefährlich and we need to clean our inner worlds through the power of the gospel. Und es stinkt und es ist gefährlich und wir müssen unsere innere Welt, unsere Innenwelt durch die Kraft des Evangeliums reinigen lassen. Anyways, well, one other thing. When I got married 20 years ago, I fell in love with German culture. Und als ich vor 20 Jahren geheiratet habe, habe ich mich auch in die deutsche Kultur verliebt. I learned that you have to have a wedding verse if you're going to get married, at least if you're a Christian. Habe dann gelernt, dass wenn du Christ bist, brauchst du einen Trauvers, wenn du heiraten willst. And our verse was the verse for this sermon this morning, 2 Corinthians 5:14. Und unser Trauvers war der Vers auch für die Predigt heute Morgen und das ist 2. Korinther 5, Vers 14. The love of Christ compels us. Die Liebe Gottes drängt uns. And this is what is the story of my wife's life and my life. Und das ist auch die Geschichte des Lebens meiner Frau und auch meines Lebens. We both are so amazed at how God has loved us that we cannot help but want to go and take this to others. Wir sind so beeindruckt und so überwältigt davon, wie sehr uns Gott liebt, dass wir es gar nicht anders können, als mit dieser Liebe andere Leute erreichen zu wollen. So often though we're afraid, aren't we? So oft haben wir aber Angst, oder? I actually am not very courageous. A lot of people think I am because I go out in the streets and preach a lot. Ich bin eigentlich nicht sehr mutig. Viele Leute denken, ich wäre mutig, weil ich sehr oft rausgehe und auf den Straßen predige. But I wasn't always that way. Aber so war ich nicht immer. And I still have a lot of fears in other parts of my life. Und in anderen Bereichen meines Lebens bin ich immer noch sehr ängstlich. But seeing God work and seeing His love for people just makes me want to keep going and overcome my fears. Aber Gott am Arbeiten zu sehen und zu sehen, wie er Leben verändert, das drängt mich einfach dazu, weiterzumachen und meine Ängste zu überwinden. I love the Nigerian church. Ich liebe die nigerianische Gemeinde. I think we can learn a lot from them. Ich denke, wir können von ihnen sehr viel lernen. A few years ago when I was arrested, I was put in the detention center in Istanbul. Und vor ein paar Jahren wurde ich schon mal verhaftet und bin dann ins Gefängnis in Istanbul gekommen. There was a real angry Chechen terrorist guy who tried to call a jihad on me and get all the other people in the jail to kill me because he thought I'd said bad things. Und dann gab es einen sehr aggressiven, wütenden tschetschenischen Mann, der dann versucht hat, die ganzen anderen Gefängnisinsassen gegen mich aufzubringen und einen Dschihad da auszurufen gegen mich. So the police, they have those cameras everywhere. They realized something was going on, so they took me out and put me on the other floor to protect me from him. Und dann haben die Polizisten gemerkt, was da los ist, oder die Gefängniswärter, weil sie haben überall die Kameras und sie haben gemerkt, dass da was los ist. Und sie haben mich dann da rausgezogen und dann auf eine andere Ebene gesteckt mit den anderen. Which is great for me because I got to tell all those other people on that floor about Jesus, and now they give me access to all the guys on that other floor.
Weil für mich war das eigentlich großartig, weil ich hatte die Möglichkeit, den Leuten auf der ersten Ebene allen von Jesus zu erzählen und jetzt wurde ich auf den anderen Stock auch noch verteilt und konnte da auch noch die gute Botschaft verkündigen. And I just want to say too, on this point, don't worry at all about getting thrown in jail for Jesus' sake. It's great. Und jetzt an diesem Zeitpunkt möchte ich euch sagen, kümmert euch nicht darum oder habt keine Angst davor, um Jesu Willen, wegen Jesus ins Gefängnis geworfen zu werden. Das ist eine großartige Sache. I mean, just think, you're locked in this room with all these people who don't know Jesus. Und denkt nur mal darüber nach, ihr seid in diesem Raum eingeschlossen mit all diesen Leuten, die Jesus nicht kennen. You don't have to convince them that they're sinners. They already know it. That's why they're in there. Und du musst sie nicht davon überzeugen, dass sie schuldig sind oder dass sie Sünder sind, weil deswegen sind sie da. You don't have to worry about this problem of people who are saying, oh, I have kind of Zeit with you to talk. Everyone's got lots of time. Und du musst dich auch nicht darüber kümmern, dass die Leute sagen, oh, dafür habe ich jetzt keine Zeit, weil da drin hat jeder Zeit. You got free food and free bed from the government. That's really important for missionaries because we don't like to spend money. Und da drin gibt es auch freies Essen und ein freies Bett oder ein kostenloses Bett. Und das wird dir von der Regierung gestellt. Und das ist wichtig für Missionare, weil wir Geld sparen. Yeah, and 24-hour police protection. I mean, it's evangelism heaven. Und dann bist du auch noch 24 Stunden am Tag von der Polizei beschützt. Das ist der Himmel jedes Evangelisten. So they put me on that other floor. So there's 200 guys on this floor. Und dann haben sie mich, wie gesagt, auf diesen anderen Stock geschickt und da waren 200 Leute. And I was thinking, God, I want to find the Christians here. Where are they? Und dann habe ich gedacht und habe gebetet, Gott, ich will die Christen finden. Wo sind die? And it wasn't that difficult. Und das war nicht so schwierig. There's only about 2 or 3 of them. Da gab es nur 2 oder 3 von. But one of them was this big Nigerian, bodybuilder. Und dann war einer davon, dieser riesige, große nigerianische Bodybuilder. And I knew he was a Christian because he had the whole text of Psalm 23 tattooed on his chest right here. Und ich wusste, dass er ein Christ ist, weil er hatte den gesamten Text vom Psalm 23 auf der Brust tätowiert und deswegen wusste ich sofort, er ist ein Gläubiger. And you guys probably don't know this, but you know, in Germany here we like to have all these good rules. You know, I'm on the Deutsche Bahn and your Rauchen ist Verbot und Lautsprecher ist Verbot und there's Ruhebereich. Ihr wisst das vielleicht nicht, weil hier in Deutschland gibt es sehr viele Regeln und Gesetze, an die man sich halten muss. Zum Beispiel, wenn man im Zug unterwegs ist, bei der Deutschen Bahn, Rauchen ist verboten, laut sprechen und laute Musik ist verboten. But you know what they've done? If you ever go to the capital city of Nigeria, aber wisst ihr, wenn ihr jemals in die Hauptstadt von Nigeria geht, if you go on the buses there, there's a different verbot there. Und wenn ihr euch dann in den Bus setzt, dann gibt es andere Verbote. You can see it in all the buses. Und das steht in allen Bussen. Eating, you know, whatever verboten, and then it says preaching forbidden. Und da steht Essen verboten und was auch immer verboten und dann Predigen verboten. You know why they had to put that sign there? Wisst ihr, warum sie das aufhängen mussten? Because the Christians in Nigeria, every time they got on the bus, they're like, captive audience, let's preach. Weil wenn die Christen in Nigeria Bus gefahren sind, dann haben die sich sofort gedacht, oh, im Bus, es gibt Leute, die nicht von mir weg können, alles klar, ich kann predigen. Wouldn't it be great if the government of Wiesbaden had to put those signs in the buses here? Wäre es nicht großartig, wenn auch die Regierung von Wiesbaden diese Schilder in die Busse hängen müsste? I don't think they're worried about that though. Aber ich glaube, davor haben sie keine Angst, die machen sich gar keine Gedanken darum. And that's too bad, because we can learn a lot from the Nigerian church. Und das ist traurig, weil wir könnten sehr viel von der nigerianischen Gemeinde lernen. A few weeks ago I was talking with someone else in near Sinsheim here. Why are we not going out and doing more outreach? I said. Und vor ein paar Wochen habe ich mit jemandem in Sinsheim geredet und habe dann gesagt, warum gehen wir nicht nach draußen und machen mehr Einsätze, Evangelisationen? And I was very glad, by the way, to see your webpage. You guys actually go out in the streets. Praise God, that's great. Und dann war ich sehr froh darüber, eure Internetseite zu sehen, weil ich habe gesehen, ihr habt im Kalender, ihr geht wirklich auf die Straßen und macht einen Outreach und das ist großartig. And the people I was talking with, they said, well, you can go out in the streets today. There's a man here who wants to go and set up a book table in downtown Sinsheim. Why don't you go along with? And I'm like, yeah, sure, let's do it. Und in Sinsheim haben sie dann gesagt, ja, das ist eine großartige Idee und du kannst heute da mitmachen, weil wir haben einen, der will hier in der Fußgängerzone auch so einen Büchertisch aufbauen und dem kannst du dich heute anschließen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, auf jeden Fall, das ist großartig. You know who that man was? Weißt du, wer dieser Typ war? This really encouraged me. Und das hat mich sehr ermutigt.
He was a retired pastor from the State Lutheran Church who wanted to go out in the streets every week and preach. Das war ein pensionierter Pastor von einer Landeskirche. Und der hat sich zum Ziel gesetzt, jede Woche in die Stadt zu gehen und sich auf die Straße zu stellen und zu predigen. I didn't even know people like that existed. Und ich wusste noch nicht mal bis an den Zeitpunkt, dass so Leute existieren. And you know what he said to me? Und wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? 70-year-old guy. Der Typ war 70 Jahre alt. He says, the Jehovah's Witnesses are doing this. Der hat gesagt, die Zeugen Jehovas machen das. The Mormons are doing it. The Muslims are doing it. Die Mormonen und die Muslime sowieso. But we have the truth. Why are we being quiet? Aber wir haben die Wahrheit. Warum sind wir dann darüber still? He's right. Und er hat recht. How can you say you know the love of Christ and keep it to yourself? Wie könnt ihr sagen, dass ihr die Liebe Christus habt und sie dann für euch behalten? I have had a lot of reactions from Turks over the years in Istanbul. Und in Istanbul hatte ich sehr viele Reaktionen von Türken auf meine Botschaft über die Jahre. One of the ones that saddens me the most is when they say, "Why are you coming here and telling us about God?" Und das, was mich am traurigsten macht, ist immer, wenn ich höre, wenn sie zu mir sagen, warum kommst du hierher und du erzählst uns über Gott? They say, we're already very religious. Wir sind schon sehr religiös alle. They say, go to Europe. They're the ones who need to hear what you're saying. Du solltest lieber nach Europa gehen, weil die müssen das wirklich hören, was du sagst. And it really makes me sad. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Because the Muslim world doesn't see churches like this. Denn die muslimische Welt, die sieht nicht die Kirchen und Gemeinden wie hier. All they see is those big, huge church buildings in the city center that are empty, have no people in them. Alles, was sie sehen, sind diese riesigen alten Gebäude in den Innenstädten, die leer sind, wo keine Menschen sind. And it breaks my heart because they think that the Christian faith is dead and old and past. Und das zerbricht mein Herz, weil sie denken, dass der christliche Glaube tot ist und alt ist und eine Sache der Vergangenheit. And we're so careful, we don't want to bother anyone and niemand stören. Und wir sind so vorsichtig darin, weil wir wollen niemanden stören, wir wollen niemanden belästigen. And the Muslims, they see this and they say, they obviously don't believe, they have no passion. Und die Muslime sehen sich das dann an und sagen, ja, die offensichtlicherweise glauben die nicht, weil sie haben gar keine Leidenschaft dahinter. Yeah, and they're right. Und sie sind Where is our passion? und sie haben recht. Wo ist unsere Leidenschaft? How can you say you know God and this amazing love of Jesus and not want to tell everyone around you? Wie kannst du Gott kennen und diese unglaubliche Liebe Gottes kennen und die nicht jedem weitersagen wollen um dich herum? Now I know the German national football team didn't do so well this last year. Und ich weiß, dass das deutsche Fußballnationalteam letztes Jahr nicht so gut abgeschlossen hat. But I know they have played well in the past. Aber ich weiß, dass sie in der Vergangenheit gut gespielt haben. And I know what Germans do when their team wins the World Cup. Und ich weiß auch, was die Deutschen tun, wenn ihr Team die Weltmeisterschaft gewonnen hat. They don't sit in the corner and say, I'd love to tell you the news of what happened in the World Cup, but I don't want to bother you. I don't want to disturb you. Sie sitzen dann nicht mehr in der Ecke und sagen, ja, eigentlich würde ich euch gerne sagen, was in der Weltmeisterschaft passiert ist, aber ich will dich damit nicht so belästigen. They tell everyone. Nein, sie erzählen das jedem. And that's right. That's what you do with good news. Und ja, genau so sollte man das auch tun. Das ist das, was du mit guten Botschaften machst. Too many things to say, not enough time to tell it. Wir haben zu viele Dinge zu sagen und nicht genug Zeit, die alle zu sagen. I want to ask you, how much do you really love the people around you here? Und ich möchte euch eine Frage stellen. Wie sehr liebt ihr die Leute um euch rum hier? It takes an uncommon love to take the risk to tell people about Jesus and witnessing to those you don't know. Es braucht eine ungewöhnliche Liebe, um das Risiko auf sich zu nehmen, um den Leuten um uns herum von Jesus zu erzählen. And it took an amazing love to make Jesus want to leave that beautiful, safe heaven to come to this messed up world to love people like us. Und es braucht eine unglaubliche Liebe, die Jesus dazu bewegt hat, seinen wunderschönen Himmel zu verlassen, um auf diese verlorene Welt zu kommen, um uns zu lieben. And I meet people here and they say, yeah, du hast recht, yeah, but it's hard to love the Muslims.
Und dann höre ich, wie Leute sagen, ja, du hast da schon recht, aber es ist so schwer, die Muslime zu lieben. Well, it wasn't easy for God to love you either. Und dann will ich euch sagen, es war auch für Gott nicht leicht, euch zu lieben. And what always helps me in times like this, Und was mir in Zeiten wie diesen sehr oft hilft, because I see the problems too. weil ich sehe die Probleme natürlich auch. I was in Neukölln in Berlin. I saw the mess there. Und ich war in Neukölln, in Berlin und überall und ich habe da die Zustände da gesehen. We want to move there, by the way. Und ja, da That's wollen where wir we wanna übrigens be. hinziehen, nur so. But it's hard to love these people. Und es ist schwer, diese Leute da zu lieben. But I say to myself, if God could love me with all my problems and difficulties, who am I that I cannot love these people? Und ich möchte nur sagen, wenn Gott mich geliebt hat mit allen meinen Problemen, mit all meinen Fehlern, so wie ich bin, wer bin ich dann, dass ich diese Leute nicht lieben will? This glass here's got water in it, which is nice. Dieses Glas hier hat Wasser in sich. Well, let's just pretend it didn't have any water in it. Lasst uns nur mal vorstellen, da wäre gar kein Wasser drin. Our lives are like this glass. Unser Leben sind wie dieses Glas. And I know a lot of people are afraid. Und ich weiß, dass sehr viele Leute Angst haben. Afraid of Muslims, afraid of talking to people they don't know. Die haben Angst vor Muslimen, die haben Angst davor, mit Leuten zu reden, die sie nicht kennen. And they want to get rid of this fear. Und sie wollen von dieser Angst befreit werden. But fear is like air. Aber die Angst, die ist wie Luft. How are you going to get the air out of this glass? Wie lasst ihr die Luft aus diesem Glas heraus? You can't scoop it out with your hand. Ihr könnt es nicht mit eurer Hand da rausschöpfen. The only way you can get the air out is by putting something else in. Die einzige Art und Weise, wie ihr die Luft aus diesem Glas herausbekommt, ist, wenn ihr was anderes da reintut. And the Bible says that perfect love drives out fear. Und die Bibel sagt, dass die vollkommene Liebe die Angst heraustreibt. So if you are really afraid of other people, the bitter truth is that there's a lack of love in your heart. Und wenn du wirklich Angst vor anderen Menschen hast, dann ist die bittere Wahrheit die, dass du nicht genug Liebe in deinem Herzen hast. You need more love in your life. Du brauchst mehr Liebe in deinem Leben. That love is what will drive out the fear and compel you into action. Denn diese Liebe ist das, was die Angst heraustreiben wird und dich dazu drängen wird, in Aktion zu treten. Don't be afraid of Muslims. Habt vor den Muslimen keine Angst. I love Muslims. Ich liebe Muslime. I've met so many interesting people over the years. Ich habe über die Jahre so viele interessante Menschen getroffen. And people are not always, outward appearances don't always tell the truth. Und das äußerliche Erscheinungsbild, das erzählt euch nicht immer die Wahrheit über Leute. I remember when I met that Nigerian with the psalm on his chest. Ich erinnere mich noch daran, als ich diesen Nigerianer mit dem Psalm auf seiner Brust getroffen habe. I also met this Chechen warlord. Ich habe auch diesen tschetschenischen Kriegsherrn getroffen. And the Turkish government had decided that he's too dangerous, so they were going to ship him back to Chechnya. Und die türkische Regierung hat sich dazu entschieden, dass er in der Türkei zu gefährlich ist, also haben sie ihn nach Tschetschenien wieder geschickt. And when he met me, he pulled up his shirt and he says, "These are all from Russian bullets," and he's got these bullet holes all over his belly. Und als er mich getroffen hat, hat er sein Shirt nach oben gezogen und hat gesagt, das hier kommt alles von russischen Kugeln. Und er hatte überall diese Einschusslöcher im Bauch. And he didn't tell me how many Russians he's killed. He's probably killed a few. Und er hat mir nicht erzählt, wie viele Russen er schon getötet hat, aber das sind höchstwahrscheinlich ein paar. Now, if someone comes up to you and tells you that, what are you going to think? Okay. Yeah. Und dann, wenn jemand zu euch kommt und euch quasi so begrüßt und euch das sofort sagt, was denkt ihr dann? Was habt ihr dann für einen Eindruck? Dann habt ihr natürlich Angst vor dem. And, you know, I kept talking with him. You know what? He had a wife there in Istanbul who was abandoned. He couldn't help her. She was sick. She had no money. Und wisst ihr, ich habe mich dann länger mit dem unterhalten oder öfter mit dem unterhalten und er hatte eine Frau, die hat in Istanbul gewohnt, aber die war komplett alleine und sie hatte kein Geld und er konnte ihr natürlich auch nicht helfen. And he was just heartbroken that his whole family was falling apart because of what happened. Und er war einfach nur zerbrochen, er hatte ein zerbrochenes Herz, weil seine Familie am Zerfallen war, wegen dem, was geschehen war. I have too many stories and not enough time, so I'm going to have to stop. But Und ich habe, wie gesagt, zu viele Geschichten für euch und nicht genug Zeit, deswegen muss ich jetzt hier aufhören. Aber I think we all realize that there's a lot of tension in our society nowadays.
Ich glaube, dass wir alle bemerkt haben, dass in unserer Gesellschaft es heutzutage eine sehr große Spannung gibt. There's a lot of polarization about the immigration issue and many other things. Und es wird sehr viel polarisiert über das Einwanderungsthema und auch über viele andere Sachen. And yet I remember what Jesus said Aber dann erinnere ich mich auch daran, was Jesus gesagt hat. in Matthew 24. In Matthäus 24. He says, because of the increase of ungodliness, the love of many will grow cold. Und er hat gesagt, dass wegen dem Wachsen der Gottlosigkeit, wegen dem Erstarken der Gottlosigkeit, wird von vielen die Liebe erkalten. But those who endure to the end will be saved. Aber diejenigen, die bis zum Ende durchhalten werden, errettet werden. Now, I want to be among those who endure to the end, don't you? Und ich will unter denjenigen sein, die bis zum Ende durchhalten. Wollt ihr das nicht auch? I think the right way to understand that is from these verses, the ones who endure to the end are those who don't let their love grow cold despite the problems. Und ich glaube, wie wir diese Verse richtig verstehen, ist so, dass diejenigen, die bis zum Ende durchhalten, das sind diejenigen, die es nicht zulassen, dass ihre Liebe erkaltet, trotz der ganzen Umstände. But let's each of us look at our own heart. Aber jeder Einzelne hat, das lehrt uns auch was über unser eigenes Herz. Because of all the problems around us, because of all the immigrants, have we allowed our love to grow cold? Aber wegen der ganzen Probleme um uns herum, wegen den ganzen Einwanderern, Zuwanderern, haben wir es zugelassen, dass unsere Liebe erkaltet. There's too many problems out there in the world. I only have enough love to care for my little circle here. Es gibt in der Welt zu viele Probleme. Ich habe nur so viel Liebe in meinem Herzen, um mich um einen kleinen Kreis hier um mich herum zu kümmern. I can understand why you think that way, but it's not right. Ich kann verstehen, warum du so denkst, aber es ist trotzdem nicht richtig. That's not the way Jesus acted. Denn das ist nicht so, wie sich Jesus verhalten hat. And that's not the sort of Christians that this country needs to see at this time. Und das ist auch nicht die Art von Christen, die dieses Land sehen muss jetzt in der Zeit. I think Germany needs to see Christians who aren't just loving each other, but they're loving everyone. Ich glaube, Deutschland muss Christen sehen, die nicht nur einander lieben, sondern die jeden lieben. Who are going out to help the tough and the messed up people. Diejenigen, die nach außen gehen, um den verlorenen und den fertigen Menschen zu helfen. And I don't know what situation you're in this morning. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr euch heute Morgen befindet. Maybe some of you here have never even experienced this love I'm talking about. Und vielleicht haben einige von euch diese Liebe, von der ich die ganze Zeit rede, noch nie selbst erfahren. If that's the case, you can come to know Jesus today. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du heute Jesus kennenlernen. Please come talk to me afterwards. I'll be glad to tell you. Und bitte komm dann hiernach zu mir. Ich werde mich einfach freuen, dir davon zu erzählen. There's probably though some of us here who are real believers in Jesus, but because of the problems and difficulties in recent times, you've slowly just let your love get maybe not cold, but lukewarm. Und dann gibt es noch diejenigen unter uns, die wirklich Gläubige sind, die an Jesus glauben, aber wegen der vielen Probleme und der Situation in letzter Zeit habt ihr es zugelassen, dass eure Liebe nicht komplett erkaltet, aber lauwarm wird. I just want to challenge you, don't be content with lukewarm or cold love for others. Und dann möchte ich euch herausfordern, seid nicht zufrieden mit lauwarmer oder kalter Liebe für andere. Tell one of your good Christian friends here about this problem. Let them pray for you. Erzähl jemanden deiner christlichen Freunde von diesem Problem. Lass es zu, dass sie für dich beten. Because this is a very dangerous problem. Weil das ein sehr gefährliches Problem ist. And it can kill you spiritually if you don't deal with it. Und es kann dich geistlich töten, wenn du dich nicht darum kümmerst. But I'm sure in a Calvary Chapel, because I really like Calvary Chapel churches, that there must be some on fire for Jesus people here who are experiencing this love. Aber ich bin mir sicher, dass in dieser Calvary Chapel, am Rande, ich liebe Calvary Chapel, dass es hier irgendwo dass hier Christen gibt, die wirklich am Brennen mit der Liebe für Jesus sind. And for you, my word is, take great risks for God. Und für euch ist meine Botschaft heute Morgen, nimm große Risiken in Kauf für Gott. Don't wait for other people to start things going.
Warte nicht darauf, dass andere Leute Sachen anfangen. You go to the lost and bring that love to them. Ihr geht hinaus, geht zu den Verlorenen und bringt ihnen diese Liebe. And when you do that, you will encourage many of the other people around you to do the same. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr auch die Leute um euch herum ermutigen, das Gleiche zu tun. Yeah. Let's pray. Lasst uns beten. Father, thank you for sending your only Son to die on the cross for us. Vater, ich danke dir, dass du deinen einzigen Sohn gesandt hast, dass er am Kreuz für uns stirbt. And that you showed us this most amazing, most incredible love. Und dafür, dass du uns diese unglaubliche, unbegreifliche Liebe gezeigt hast. And I thank you for these people here too, Lord, who love you. Und ich danke dir auch für die Leute hier, die dich lieben. And they know that the things I've said and that what you've done for us, Jesus, are true. Und sie wissen, dass die Dinge, die ich gesagt habe und das, was du für uns getan hast, dass das wahr ist. And I pray, God, that you would warm up their hearts to burning hot fire love for the people around them. Und ich bitte dich, dass du ihre Herzen wieder entfasst zu einer brennenden, feurigen Liebe für die Leute um sie herum. A love that drives out fear. Eine Liebe, die die Angst heraustreibt. A love that will lay its life down for its friends and neighbors. Und eine Liebe, die ihr Leben niederlegen wird für seine Freunde und Nachbarn. And that they would go out and so testify to you that Wiesbaden would be very quick to realize that there's a church here. Und dass die nach draußen gehen werden und für dich Zeugnis sein werden, sodass Wiesbaden sehr schnell merkt, dass hier eine Gemeinde ist. Because you are worthy, Jesus. Denn du bist es wert, Jesus. Amen. Amen. Wir wollen noch ein Lied zum Abschluss singen. Ihr dürft gerne